Hinter uns in dem Boot wird mit Quetschebügel gespielt. Wir werden mit Musik verabschiedet. Schöner Seemannslieder. Franks Maschinen laufen schon. Ich starte jetzt auch unsere Motoren und dann geht's gleich los. Jetzt haben wir 10 vor 11. Ist kurz eine halbe Stunde vor Hochwasser. Das Wichtigste ist der Tiefenmesser heute hier. Wenn die nachher ab ist, kannst du die dann einfach hier drüber schmeißen. Die Leinen sind los. Wir verlassen unseren Platz. Man merkt, wie wichtig es ist, dass man die Erfahrung auch hat. Aber das kriegt man natürlich nur durch Fahren. Deshalb könnt ihr in unserem Video genau sehen, was euch erwartet. Jetzt steht dann ein Segler an der Einfahrt. Man sieht hier schön, das Grüne ist alles das, was Watt ist. Da müssen wir durch. Das heißt, wir brauchen so viel Wasser, dass wir da durchkommen. Frank hat auch abgelegt. Bei strahlendem Sonnenschein fahren wir heute los. Wir lassen die da vorne erstmal rein, die jetzt vor der Einfahrt sind. Denn da ist eine grüne und eine rote Tonne Einfahrt, da müssen wir genau durch und 2 Boote passen da nicht so richtig durch. Hier ist ein Kommen und Gehen. Ist der nächste an der Hafeneinfahrt, den lasse ich auch erstmal durch. Bis demnächst, wir kommen wieder. Was machst du? Ich lasse ihn erstmal rein. Sagt man eigentlich nicht, der fährt erstmal raus? Ja, der ist ja schon auf dem Weg, den kann ich ja hier nicht rammen. Die Einfahrt hier ist sehr schmal, weil man muss sich wirklich genau an die Tonnen halten, wegen der Wassertiefe. So, der Segler ist jetzt rein und wir haben jetzt freie Fahrt. Die heute ankommen, haben mit dem Wetter natürlich viel mehr Glück wie wir. Wir hatten leider gestern sehr schlechtes Wetter. Wir halten uns jetzt genau an den Tonnenstrich. Ich habe das ja bei Niedrigwasser erkundet, wo die kritischen Stellen sind. Genau zwischen den 2 Tonnen muss man durch. Man kann ja nicht einfach querfeldein, sondern genau zwischen den Tonnen durch. Und wirklich an den roten Tonnen halten. Jürgen fährt besonders langsam. Hier ist nur 1,5 Meter. Ja, wir fahren praktisch durch trockene Wasser. Wenn jemand so einen Tiefgang hat wie wir, dann rate ich jedem, vorher den Hafenmeister anzurufen und persönlich nachzufragen, ob es Sinn macht, nach Schirmhonig zu fahren. Schön langsam, die Tonne touchen. Immer schön an den roten Tonnen entlang. Die kleinen roten Tonnen haben wir jetzt hinter uns gelassen. Und jetzt wird es hier auch etwas tiefer. Wir sind jetzt schon über 2 Meter. Die rote Tonne ist ja Steuerbord und jetzt die grüne Tonne behalten wir uns jetzt Backbord. Guck mal, wie ruhig das heute ist. Da hinten ist der Fährhafen. Das war eine tolle Erfahrung, muss ich sagen. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ja, das muss man alles einmal mitgemacht haben, damit man auch weiß, wie es geht. Aha, jetzt sind wir drumherum und jetzt sind wir im Fahrwasser. Neben uns ist gerade hier die Küstenwache, die auch die Tonnen verlegen. Ja, sind sie gerade wieder dran. Wechseln wir wieder unsere Richtung und müssen um die rot-grüne Tonne hier drumherum. Haben wir jetzt das Hauptfahrwasser eingedreht. Wir hatten vorher grün an Backbord gehabt und jetzt haben wir grün an Steuerbord. Da kommt die Schnellfähre. Die hat schon einen ordentlichen Zacken drauf. Muss ich mich aber gleich richtig festhalten? Vielleicht gibt es etwas geschaukelt. Ich hoffe nicht, der Fernseher fällt runter. Das war aber nicht nett. Habe ich aber Glück gehabt, dass ich trocken geblieben bin. Es hat nicht geknallt, jetzt gehen wir davon aus, der Fernseher steht noch. Ja, ein Zweimaster-Segelboot. Die Sonne brennt, die Frisur sitzt auch nicht mehr. Aber wir hoffen, dass wir die letzte Woche des Urlaubs jetzt schöneres Wetter bekommen. Wenn wir so ein Wetter gestern gehabt hätten, hätten wir noch schön Schirmhonig erkunden können. So langsam kommen wir in den Bereich der Schleuse von Lauersoog und kommen dann wieder binnen. Ja, wieder ein Fischkutter. Was gut ist, ist, dass ich keine Vibrationen im Boot spüre.
Das heißt, unsere Wellen und Schrauben haben das Ganze einigermaßen gut überlebt. Ich bin mal gespannt dann zum Winterlager, wie es aussieht. Die Einfahrt in den Hafenbereich. Das Gebäude vor uns ist ein Hotel und da ist die Schleuse. Hier ist auch gleich die Fährstation, wo man mit der Fähre übersetzen kann. Die Schleuse geht auf und 2 Boote kommen raus. Da liegt anscheinend die Brom, die schon über eine halbe Stunde vor uns rausgefahren ist, immer noch an der Schleuse. Schauen wir mal, auf welche Seite der geht. Wir passen ja nebeneinander, haben wir bei der Herfahrt schon festgestellt. Die Brom geht nach vorne wahrscheinlich, ja, auf die Seite. Wir gehen links. Hi! Ja, der Schleusenmeister hat uns begrüßt. Soll ich vor der Treppe die nehmen? Ja, das passt. Ihr habt ja da einen Fender auch. Es musste nur noch da rankommen, ne? Und die Anna hat Spaß. Passt, wackelt und hat Luft. Ha, und schon sind wir durch die Schleuse durch. Jetzt haben wir das Lauers Meer zurück, biegen aber dann Richtung Dockung ab. Hier oben ist auch nichts los. Eine entspannte Fahrt hier übers Lauers Meer. Und es ist auch nicht mehr so ganz so viel los wie Pfingsten. Die Wasserkarte ist wirklich klasse. Wenn man auf der anderen Karte nicht so ganz sicher ist, dann kann man sich hier noch eine zweite Meinung einholen. Oh, ich will lecker essen. Ja, ich habe Leberwurst. Leberwurst? Ja. Okay. Und Schinken. Gehen wir am Abzweig. Die rot-grüne Tonne vor uns ist für uns die rote Tonne. Das heißt, wir müssen vorher abbiegen. Das Lauersmeer haben wir jetzt hinter uns gelassen und fahren hier in den Dockumer-Dieb ein. Segler in der Fahrrinne, genau Mitte, gucken wir der zu und die Fahrrinne ist hier nicht frei. Nehmen wir mal ein bisschen Dampf raus und schauen, was passiert. Der Segler hat natürlich Vorfahrt und dann muss der Jürgen gucken, auf welcher Seite er an ihm vorbeifährt. Alles ganz entspannt. Sieht aus der Ferne immer komplizierter aus, als es das ist. Ein Arbeitsschiff, da werden an dem Steg irgendwelche Arbeiten gemacht. Hier hört die Betonung auf. Wir sind also sogar in der ganz normalen Kanalfahrt. Auf den Dockumer Dieb darf man auch nur 9 km/h fahren. Hier fährt man wieder schön durch die ruhige Natur. Ja, weniger Hektik als in Friesland, braucht mehr Natur. Der ist hier oben genau richtig. Hier haben wir wieder einen kleinen Wasserrastplatz. Dann kann man den Grill rausschmeißen und schön grillen, zusammen sitzen, angeln oder was auch immer man machen möchte. Auch da ein Liegeplatz und auch ein Restaurant. So ist eine Kurve und mittendrin sind die grünen Tonnen. Da muss man sich genau erinnern, dass die grüne Tonne auf Steuerbord bleiben muss. Sonst fährt man hier leicht schnell falsch. Hier sind 2 große Häfen. Einer ist Lunegat, viele Segler drin. Ein einziges Schiff hat da gerade AIS, also heute tote Hose. In die Richtung und einmal in die Richtung. Wir sind jetzt kurz vor unserer ersten Schleuse und es kommen uns 3 entgegen. Jürgen hat über Funk die Schleuse informiert. Und er hat mir gesagt, in 1 bis 2 Minuten erwartet er, dass die Tür aufgeht. Ich sehe keine Schiffe in der Schleuse. Die Schleuse zeigt schon rot-grün. Mal schauen, welche Seite wir nehmen. Wind kommt von rechts, also legen wir auf der linken Seite an. Er hat die Brücke noch nicht ganz auf und macht trotzdem schon grün. Das heißt, wir brauchen gar nicht auf die Brückenöffnung ganz warten, weil wir sowieso drunter durchkämen. Der macht die gar nicht ganz bis oben auf. Nur halb. Easy, ne? Grüne Gegend hier. Ja, schön viel Grün. Aber das Tor geht schon auf. Komisch, hä? Rind zu, auf, raus. Die Wilhelm-Lorenz-Schleuse war gar nichts. Das Tor ging innen zu und nach ganz kurzer Zeit ging das Tor vorne auch schon wieder auf. Da hatten wir ja Glück, dass die unsere Seite zuerst gemacht haben. Hier stehen auch welche. In welche Richtung müssen wir jetzt? Dockum zeigt in die Richtung. Rechts. Die Schweiz ist auch unterwegs.
Links geht's nach Litz, Lauersmeerroute und rechts geht's nach Dokkum. Hier ist es auch ziemlich schmal. Also im Hochsommer, wenn hier Hochbetrieb ist, na dann. Gute planen, Ziel auf Karte auswählen, aktueller Standort, dann, ja, Dokkum 11 Kilometer. Hier irgendwie Rumbrück antwortet nicht, auf der anderen Seite stehen auch 2 Boote. Ich hoffe, das bedeutet nichts Schlechtes. Kein Rot-Grün, keine Antwort. Jetzt probieren wir es mal mit dem Drücken. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich den Knopf treffe. Ich habe gedrückt. Ach, da oben ist auch einer. Ich bin bekloppt. Ich habe gedrückt. Ja, und eine kleine Straße macht keinen Sinn, dass wir hier warten müssen. Ist auch nicht doppelrot, dass wir hätten Pause oder so. Irgendwie Rumbruck. Hier spricht Sportboot Maxi. Guten Mittag. Wir würden gerne mit 2 Booten Richtung Dokkum durch die Brücke fahren. Die Brücke wird in wenigen Minuten geöffnet. Dankjewel. Ja, nach dem zweiten Funkspruch hat er dann reagiert und gesagt, dass er die Brücke öffnet in wenigen Minuten. Und jetzt geht es auf. In der Zeit ist gar kein Auto gekommen. Also ich vermute mal, dass der Operator in Leeuwarden gerade mit einer Brücke oder so beschäftigt war. Er muss ja von der Zentrale einige Brücken steuern. Nach einer kurzen Wartezeit hat die Brücke jetzt für uns geöffnet. Richtig idyllisch. Klein, schmal. Man hört die Vögel zwitschern. Kleine romantische Strecke. Wieder ein schöner Wasserrastplatz. Man spürt hier echt die Ruhe. Das ist nicht so hektisch wie in Friesland. Sehr gepflegt. Tolle Steganlage. Und es stehen auch ein paar Boote. Schon schön. Neben der Wasserstrecke ist auch noch ein Radweg hier. Nächste Brücke, gleicher Funkkanal. Mal gucken, ob wir hier eine Antwort kriegen. Bauderbruck, guten Mittag. Wir würden gerne die Brücke mit 2 Booten Richtung Dokkum passieren. Bauderbrücke, die Brücke wird über 5 Minuten geöffnet. Dankjewel. Die Schranken gehen runter und die Brücke öffnet sich. Das dauert hier oben ein klein wenig länger. Also an jeder Brücke wurde uns das immer gesagt, in 5 Minuten, in 5 Minuten. Dadurch, dass wir so spät in Schirmonicoop losfahren konnten, sind wir natürlich auch sehr spät jetzt in Dokkum. Wird vermutlich nach 2:30 werden. Und da ist natürlich jetzt spannend, ob wir noch einen guten Liegeplatz kriegen. Fahren wir hier vorbei an einem Schrottplatz. Da liegt aber ein Kirmes rum. Und auch Boote, alte Frachtschiffe, die hier rumliegen. Da wachsen schon die Bäume raus. Alter Kran, eine alte Fabrik. Alles total runtergewirtschaftet, total kaputt. Herrlich grüne Landschaft. Ne? Wir werden sogar die Marekrit-Rastplätze auf der Karte angezeigt. Hier ist Marekrit LM03. Und hier ist die Marekrit Nummer LM02. Die nächste Brücke vor uns. Das sind bestimmt Ferienhäuschen hier. Der von der anderen Seite hat Glück. Und wir haben Rot-Grün. Die Brücke öffnet und wir können durch. Noch eine Brücke für heute und wir haben unser Ziel dann erreicht. Hier oben in der Region waren wir noch nie. Also ist das auch für uns alles Neuland. Die nächste Brücke ist ja nur winzig. Ich habe schon gefunkt und der hat mir schon gesagt, dass er die gleich öffnet. Wir nähern uns der nächsten Brücke und warten jetzt auf die Öffnung. Schaut aus wie eine Fußgängerbrücke. Also gesehen, wie der noch unter der Schranke durch ist. Kopf eingezogen und durch die Schranke durch.
Jetzt bin ich gespannt, wo wir einen schönen Platz finden werden. Hier links ist auch wieder ein uriges Boot. Es gibt schon Boote, da kann man gar nicht glauben, dass jemand sowas baut. Wir müssen jetzt hier links ab, ne? Wir sind jetzt in Dokkum. Da vorne kann man schon die Windmühle sehen. Waren ja noch nie hier, wissen also auch nicht, wie es aussieht, müssen uns also auch überraschen lassen. Hier geht es noch per Hand und der Brückenwärter ist schon da und lässt uns jetzt durch. Brücke geht schon auf. Guten Mittag. Hallo. Hier sind auch Stromkästen. Hier so gegenüber. Jürgen, auf der Seite sieht es schön aus. Die Fender tief? Ich habe die Fender tief. Auf der Seite? Ja, da sieht man die tolle Windmühle. Und da hat die Anna auch gleich grün. Die zwei da. Wir liegen hier. Und ja, was soll ich sagen? Der perfekte Platz an der Mühle. Ja, egal. Okay. Länger vom Schiff. Wie viele Personen? Zwei. 2 Personen. Strom? Ja. Ja. Das ist 16,90 €. Wir wollen 2 Tage bleiben. Dann ist es das Doppelte. 25,80 für 2 Tage, das ist ja fast geschenkt hier. Gut, Strom müssen wir extra bezahlen und die Dusche kostet auch 1 €, aber ansonsten ist das extrem billig. Günstig. Günstig, nicht billig. Günstig, weil das hier ist wirklich toll. Ja, hier ist wieder An and Oid. Da müssen wir über die App auch den Strom einschalten. Hier haben wir 16 Ampere, das ist schon mal gut, aber kostet 50 Cent pro Kilowatt. Das wird dann hinterher mit der Rechnung per PayPal verrechnet. Das ist eine sehr schicke, bequeme Sache. Perfekter Platz. Platz an der Mühle und dann noch Sonne und Sitzen auf der Fly. So kann jetzt der Urlaub wieder neu beginnen nach dem Regen und Sturm. Genau. Hier gibt es eine gute Beschreibung. Und jetzt suchen wir mal die Duschen. Das sieht noch sanitär aus. Männer, Frauen. Duschen. Ist auf. Und Licht ist keins. Kleine Toilette. 2 Duschen. Ja, 1 €, so wie es aussieht. Ja. Aber ja, kann man einstellen, die Wassertemperatur kann man einstellen. So wie es aussieht, kostet 1 €. Ja, okay, zweckmäßig. Und nah. Und nah, ja. Ja, passt. Der Dusche für 1 € war jetzt echt knapp. Erst habe ich nicht warm gekriegt und habe gedacht, ich müsste kalt duschen. Dann ging's, dann habe ich mich eingeschäumt und dann war es so heiß, dass ich mich gar nicht abschäumen konnte. Dann habe ich es gerade so hingekriegt und war die Dusche auch schon aus. Das war echt knapp. Da war ich besser dran. Ich habe die Einstellung relativ schnell hingekriegt und habe richtig viel Zeit gehabt. Ich habe schon gedacht, ich müsste nackt dich anrufen und sagen, du musst mir noch 1 € bringen. Man muss immer einen Ersatz-Euro mitnehmen. Ja. Der Steg da drüben, wo nur Segler liegen, der ist auch nur für Segler, aufgrund des Tiefgangs. Und der möchte jetzt gerne hier durch. Da hinten ist die Brücke und da waren hier ein Eissalon, hier ist auch gleich der Bäcker und da geht es in die Stadt. Alle sehr zentral. Durch die hohle Gasse sind wir jetzt gekommen und hier gibt es ja einige Restaurants direkt am Wasser. Hier eins auf dem Boot. Toll, sehr schönes Städtchen. Da ist auch ein Stromkasten im Gras versteckt. Das heißt, hier kann man auch anlegen. Hier gibt es auch überall Nummern von den Stromkästen. Hier kann man auch reinfahren. Mitten in der Stadt liegen. Wer nicht an der Mühle liegen will, der kann hier eben in die Stadt fahren und hier anlegen. Hier auf der anderen Seite gibt es auch noch Restaurant am Wasser. Toll. Jetzt sind wir hier an der zweiten Mühle. Hier sind ja auch noch mal jede Menge Liegeplätze. Und da vorne ist jetzt, glaube ich, der Chinese. Hier heute Abend im Sushi-Laden haben wir einen Tisch für 19,30 €. Dann gehen wir mal wieder in die Stadt. Und da sind wir jetzt gekommen. Hier gibt es ja überall Restaurants. Und jetzt gehen wir mal
Richtung Kirche, die Einkaufsstraßen lang. Und Käse darf natürlich auch nicht fehlen. Sehr, sehr schön. Gemütlich, entspannt, keine Hektik. Hier scheint heute Markt zu sein. Einige Stände, richtig Trubel. Zum Shoppen muss er ja früh sein. Die machen alle um 17 Uhr zu. Wirklich? Ja, Donnerstag 17:30 Uhr. Aber ist ja riesig, ne? Hätte ich nicht gedacht, dass ich das so. Jetzt haben wir den Eisladen am Ende der Stadt ausgewählt und morgen testen wir den dann mal an der Brücke. Und? Gut, gut. Alles sehr schön verträumt. Toller Ort. Wir sind doch heute relativ spät gekommen. Da bleibt natürlich nicht viel Zeit für die Stadt und deshalb bleiben wir jetzt noch einen zweiten Tag hier. Vinyl und Audio. Ein riesiger Plattenladen. Man merkt, in der Sonne ist es schön, aber im Schatten ist es doch noch eine Idee zu frisch. Und schon wieder eine Eisdiele. Die Eisdielendichte hier in Dokkum ist extrem hoch. Das schaffe ich nicht, die alle auszuprobieren. Da hier Einbahnstraße ist, ist das sehr ruhig. Hier fährt kein Durchgangsverkehr lang. Und wir haben vor allen Dingen die Sonnenseite. Die da drüben liegen, die liegen teilweise im Schatten. Das ist natürlich im Sommer unter Umständen besser, wenn es so heiß ist. Aber im Moment ist uns die Sonne noch lieber. Irgendwann, wenn er keine Lust mehr hat auf Segeln, dann kürzen wir einfach den Mast. Nach unserer Mühle geht es ja dann um die Kurve. Und hier sind dann auch reichlich Plätze, aber gut gefüllt. Jetzt mal von der anderen Mühle. Die Kade ist voll. Also hier hätten wir mit unserem Boot keinen Platz gekriegt. Das Sushi-Schiff, wir haben es jetzt nicht mehr weit. Trinken jetzt hier noch ein Aperitif, bevor wir gleich runter ins Schiff gehen essen. Jetzt, da habt ihr euch ja was angetan. Ich habe extra was Kleines genommen. Ja, wir wollten wir auch. Ja, Das der ist ja so ein kleines Gläschen nur. Cocktail. Ja, der ist der Mai Tai. Mojito. Mojito, ach ja, zweimal Mojito. Mojito? Und ich habe den Pornstar. Das ist der meistgetrunkene Cocktail in Holland aktuell. Auch. Stand auf der Karte zumindest. Und ich habe ein schönes Brandbier. Ja. So, Zum Wohl. zum Wohl. Zum Wohl. Jetzt haben wir Hunger und jetzt gehen wir essen. Ja. Ein ganzes Schiff für uns. Oh, das Essen kommt. Das ist die mit die Maki mit Lachs. Ja, Ja, die kommt dahin. ja. Und die kommt so? Ja, wir machen die so. Wir haben uns umgesetzt. Ja. Boah. Ja, dann Ja, haben wir super. die Lachs und Ebi, die Deep Ocean, die Ja. Spicy Tunefish Ja. und der Maki mit Lachs. Ja. Und dann habe ich die Deep Ocean, die Schwarze Hähnchen, der Spicy Tunefish und die Flame Beef. Und dann habe ich hier die Lachs Tataki, die Beef Tataki, Ja. die Baalbuns mit Sesamhähnchen, Ja. die Sticky Hähnchen, die Knoblauchgarnieren, die Pokeball, Okay. die Freigarnieren, so die Ebi-Frei und die Buffalo Wings. Ah, super. Ja, super. Ah, Danke. Und Ja. die Wasabi, die ist scharf. Okay. ja. Ein kleiner bisschen Das ist scharf. ja nur für Sie. Wir essen das nicht. Ja, na, die ist scharfer dann scharf. Okay. Okay. Die Warnung. Ja, das sieht doch mal. Fingerchen weg, Schatz. Und mit Kuchen von mij. Dankjewel. Humble, und eine Schokolade. Ja. Schokolade. Ja. Also wenn der so lecker ist, wie er aussieht, dann bin ich zufrieden. Und das sieht nicht nur gut aus, es schmeckt auch wirklich gut. Viel Creme. Hier oben kann man natürlich auch bei schönem Wetter wunderbar sitzen. Und man hat hier auch einen fantastischen Blick über den Hafen und auch auf die Mühle. Ein tolles Konzept, asiatische Tapas und Sushi so als Kombination. Das war total lecker, warm, kalt. Ein sehr engagiertes Pärchen, das hier das Schiff übernommen hat. Wer asiatisch mag, der sollte hier unbedingt essen gehen. Ganz klare Empfehlung. Durch diese Brücke werden wir dann weiterfahren. Und auf der Seite gibt es hier auch noch mal ein Duschhaus. Lighten up, take me on your magic river, tell me all. Wirklich gut belegt.
Claudia ist der Trockensurfer. Könnt auch zu zweit surfen. Ja. Ja. Jetzt habe ich hier den Zwei-Mühlen-Blick. Hier die eine Mühle. Und hier die andere Mühle. Wir sind jetzt andersrum gelaufen und sind gleich auch schon an unserem Boot. Da kann man schon sehen. Am nächsten Morgen ist schon relativ früh der Tausch. 9 Uhr gehen die Brücken auf und dann leert sich das hier doch zügig. Es gibt jetzt wieder viele Lücken. Das nächste Boot will durch die Brücke. Da gibt es auch eine Klönecke. Und der Brückenwärter kommt auch schon aus seinem Häuschen. Eine Übersicht über Dokkum. Wir sind jetzt hier und jetzt sind wir da. Dokkum gehört auch zur Elf-Städte-Tour, wenn alles mal zugefroren wäre. Eine Eisfontäne. Hier dampft es etwas. Naja. Heute ist kein Markt und da sieht die Straße schon ganz anders, viel einladender aus. Schon der 3. Restpostenladen. Also hier gibt es jede Menge Restposten. Aufgrund meiner Füße trage ich nur noch Skechers. Die sind super bequem und die findet man in den Niederlanden bei Scapino. It's lunchtime. Oh, hier ist schon windig. Deutlich windiger. Boah. Der Lunch ist serviert auf dem Boot. Alles sehr lecker. Das hier ist richtig voll geworden. Und auf den anderen, ja, das ist immer so. Einer geht hin, dann wird es voll und die anderen sind leer. Das war ein schöner, kurzer Landstopp auf dem Schiff. Hat Spaß gemacht. Die Brücke ist auf. Gibt einen ganz schönen Rückstau. Und die 2 Damen holen jetzt was für den Kaffee zum Nachmittag. Und wir machen eine Pause. Hier auf der Fly gibt es wieder Kaffee und Kuchen. Das ist ein herrlicher Überblick noch von so oben. Vor allem, wir haben, guck mal, was wir für leckere Kuchen haben. Wir haben Erdbeeren. Ja. Die drehen noch und andersrum auf dem Platz. Und noch sind ein paar Lücken. Können noch welche kommen. Der Wind hat ein bisschen aufgefrischt. Es ist wärmer, dafür windiger, aber sehr angenehm. Wo kann man denn hier einkaufen? Hier liegt unser Boot und dann gehen wir hier um die Ecke. Da ist der Parkplatz, da ist gleich das Sanitärhaus und wir gehen jetzt über den Parkplatz und am Ende vom Parkplatz rechts, da ganz hinten, arbeitet die Ilse vom Sparmarkt. Das ist also der Spar und wir suchen jetzt mal den Albert Heijn. Ja. Wir sind jetzt an der Brücke wieder. Da hinten liegen unsere Boote. Dort hinten weiter geht es zum Sparmarkt. Und hier suchen wir jetzt den Albert Heijn in die Richtung, am Kanal lang. Ich bin jetzt hier an der Kreuzung, wo wir reingekommen sind. Und am Kanal bis da hinten hin, da ist dann der Aldi und der Albert Heijn. Aber da habe ich jetzt keine Lust hinzulaufen. Aber es ist schon ganz schön viel weiter wie der Sparmarkt. Die Stadt ist abends wie ausgestorben, aber der Italiener hier draußen ist leider voll. Aber jetzt gehen wir rein. Jetzt geht es in die Dunkelkammer. Naja. Naja, sieht ja gemütlich aus. Ja, wenn frei wird, können wir auch rausgehen. 4-mal Pizza. Sehen alle gleich aus. Ja. Irgendwie, ne? Ja. Mal gucken, ob sie auch schmecken. Kleiner, gemütlicher Laden, rustikal. Es war hier nicht teuer. Die Pizza war okay. Für mich hätte sie etwas kräftiger gewürzt sein können. Aber das ist Geschmackssache. Hier kann man hingehen.
Das ist ja lustig. Wenn er hier sitzt, muss er aufpassen, dass die Füße nie abgefahren werden. Donnerstag um 17:30 Uhr fangen die ja schon an, die Bürgersteige hochzuklappen. Und um 9 Uhr ist dann wirklich gar nichts mehr los. Wir sind die Einzigen noch auf der Straße. Heute ist es deutlich wärmer. Deshalb sitzen oben auch noch Gäste auf dem Asia-Schiff. Wir hätten vielleicht das Essen tauschen sollen und heute erst hierher gehen sollen. Hier ist die andere Mühle und gegenüber gibt es dann auch den Wohnmobilplatz. Auch ziemlich voll. Auch am zweiten Tag ist Dokkum wieder gut gefüllt. Alles voll. In Dokkum sind wir reingefahren, haben gleich gesehen, wie schön das ist und haben gleich gesagt, wir bleiben hier 2 Tage. Hier an den Mühlen zu liegen, ist ein traumhafter Liegeplatz. Die Stadt ist romantisch, schön, trotzdem gut zum Shoppen, viele Lokale am Wasser. Das ist einfach toll. Alles stimmt hier, netter Hafenmeister, günstige Preise. Was will man mehr?